Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Eine der häufigsten Fragen, die in der letzten Zeit gestellt wurde, war, welche Klasse soll ich spielen? Es wird wirklich literally jeden Tag 5-mal gefragt, ob man diese und jene Klasse spielen will. Oder viele Leute sagen, sie schwanken zwischen 2 Klassen und wissen nicht, wofür sie sich entscheiden sollen, wollen. Und ich habe jetzt mal ein paar Vor- und Nachteile, so die wirklich die oberflächlichsten. Ich bin jetzt nicht sehr ins Detail gegangen, weil sonst würde das mit 8 Klassen ein bisschen zu umfangreich werden. Aber wirklich mal so die oberflächlichsten Gründe zusammengefasst, warum oder warum nicht man eine Klasse spielen sollte. Und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und wenn noch Fragen sind, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, das ist jetzt relativ oberflächlich, aber es fasst eigentlich so, würde ich sagen, im gröbsten wirklich die massivsten Vor- oder Nachteile eben zusammen. Wir gehen das jetzt einfach mal Klasse für Klasse durch, direkt Vor- und Nachteile. Zuerst mal der Ranger. Also Ranger ist halt der einzige wirkliche Fernkampf-DPS. Jojo Jester sieht man schon auch hier ganz unten noch mit Midrange, aber wirklich Fernkampf ist eigentlich nur der Ranger als DPS. Er hat immer maximale Block- und Ausweichrate bei vollem Damage. Selbst wenn man nicht Full Dex gehen würde, hätte er trotzdem maximale Block- und Ausweichrate, weil man braucht nicht... Also zum Beispiel mit der 165, also so viel Dex, da bist du schon weit drüber. Wäre egal. Also wenn man auch ein bisschen SDA oder so stattet, hat man es trotzdem in der Regel, aber eben auch bei vollem Damage. Auch schon relativ früh tatsächlich. Und dann außerdem ebenfalls AOE Hit and Run ist auch immer möglich bei der gleichen Stattung. Also bei Full Dex quasi macht man den meisten DPS im 1v1 und den meisten DPS im AOE. Also es macht es einfach sehr simpel bei Ranger auch mal verschiedene Sachen auszuprobieren, weil man immer die gleiche Stat-Page verwenden kann grundsätzlich. Man muss halt den Equipment ein bisschen anpassen, keine Frage. Aber das Equipment, die Stats an sich können immer gleich sein. Außerdem ist er auch eine gute PvP-Klasse, habe ich jetzt hier noch mit aufgenommen, weil da in letzter Zeit auch ein paar Leute dafür gefragt haben. Nachteile vom Ranger, er ist sehr teuer, extrem teuer, weil er extrem beliebt ist. Also dafür auch ein weiterer Nachteil, dass er so einen schlechten eigentlich DPS hat im PvE. Und er braucht für den höchstmöglichen 1v1 DPS Element plus 10. Gut, könnte man wiederum als Vorteil sehen für AOE, für Flame Arrow bräuchte er nur Feuer plus 1, das würde wiederum reichen. Aber für den 1v1 DPS und Ranger wird zwangsläufig irgendwann definitiv auch eine 1v1-Rolle bei jedem einnehmen. Selbst wenn man mit AOE levelt, Bosse und so weiter farmt man ja trotzdem mit 1v1. Dafür braucht man eben Element plus 10. Was halt für zusätzliche Kosten sorgt, vor allem im Early Game ist das relativ nervig, weil keiner macht einen G-Bow, mit Feuer plus 10 oder mit Element plus 10, was einfach Geldverschwendung ist. Und darunter leidet aber auch der Damage dann. Dann, jetzt sind wir schon fast ein bisschen zu weit gejumpt. Auch mal Jester. Also Jester hat die Midrange. Ich würde es gar nicht wirklich als Vorteil bezeichnen. Aber ich dachte, man muss es auf jeden Fall erwähnen, weil das kommt sonst selbst in die Kommentare. Für Ranger-Verhältnisse hat der Jester natürlich keine sehr gute Blockrate, aber trotzdem eine hohe, wegen Perfect Block. Nachteil ist halt als Jester, man geht normalerweise eigentlich voll auf STR oder überwiegend auf STR. Deswegen profitiert der Jester jetzt nicht so sehr von der Dex-Verwertung für die Blockrate, aber Perfect Block hat halt keine andere 1v1-Klasse. Das heißt, Jester hat hier auf jeden Fall auch einen Vorteil. Außerdem wird immer wieder sein gutes Midgame hervorgehoben. Also jedes Mal, wenn über Jester geredet wird, sagt immer irgendjemand, ja, aber er ist doch so gut im Low-Level, im Midgame. Ja, ist definitiv ein Vorteil, nur halt kein langfristiger. Deswegen habe ich es auch dazu geschrieben. Würde ich jetzt mal so sagen, 75 bis 105. Ab 105 sind definitiv andere Klassen stärker. Und er ist aber auch sehr gut zum Giant-Hunten. Und ja, das sind halt auf jeden Fall gute, solide Vorteile. Die Nachteile wiederum sind halt kein sehr guter DPS, jetzt auch kein schlechter, würde ich behaupten. Also besser als Ranger zumindest, aber halt auch wirklich nicht sehr gut. Also Jester und Ranger sind die beiden Verlierer, was den DPS momentan angeht in Fly Universe. Und auch hier haben wir den Nachteil mit dem Element plus 10. Würde ich jetzt sagen, sind für mich die überwiegenden Nachteile momentan. Ja, kann man so stehen lassen. Dann Blade. Ganz klar, der größte, massivste Vorteil von Blade ist der höchste DPS im Spiel. Der zweite extreme Vorteil, den wir gleich nochmal sehen werden, Element plus 1 reicht für den höchsten DPS. Das heißt, ja, es gibt zwar extrem viele Leute, die machen Element plus 10 bei Blade,
aber man muss es nicht. Man spart sich so unfassbar viel Geld, wenn man es nicht tut. Ja, die Optik leidet darunter, aber mir persönlich ist das so egal, wenn ich mir über Jahre gerechnet hunderte Millionen bis Milliarden Penya spare, Tausende bis sogar zigtausende F-Coins spare. Ey, ganz ehrlich, dann nutze ich diesen Vorteil doch. Also ich finde es Wahnsinn, wie viele Leute das verschwenden. Diesen extremen Vorteil, den sich gefühlt jeder andere bei jeder anderen Klasse wünschen würde. Und die meisten Blades schmeißen es einfach weg. Also es ist für mich insane, dass das so wenig genutzt wird, tatsächlich, dieser Vorteil. Außerdem ein weiterer Vorteil ist der 2-Waffen-Wechsel, mit dem auch wieder auf Element bezogen. Ist zwar nicht sehr empfehlenswert, aber kann man vor allem im Early Game trotzdem nutzen, dass man quasi in 2 verschiedenen Waffen theoretisch 2 verschiedene Elemente haben kann. Wie gesagt, ich persönlich empfehle es eigentlich nicht so sehr, aber es wird von vielen Leuten tatsächlich genutzt, dass man auf 2 Waffen unterschiedliche Elemente hat, damit man nicht jedes Mal wechseln muss. Aber eigentlich ist das fast das Gegenteil von dem Vorteil davor, weil dadurch, dass der Element plus 1 reicht, ist es auch nicht so schlimm, das immer wieder zu entfernen und neu drauf zu machen. Außerdem für eine 1v1-Klasse, die keine Reichweite hat und also für eine eigentlich früher mal sehr immobile 1v1-Klasse ist Blade in Fly Universe mittlerweile sehr mobil, dank Rending Entry. Das ist im Endeffekt das gleiche wie Blinkpool, nur dass es nicht auf Cast-Time basiert und man halt die Ausführung des Skills nicht beschleunigen kann. Hat halt eine festgelegte Animationszeit, aber vom Prinzip her funktioniert es wie Blinkpool und damit ist Blade als 1v1-Klasse, als Nahkämpfer halt schon trotzdem sehr mobil, was ein großer Vorteil ist gegenüber anderen Nahkämpfern. Die Nachteile des Blades, wie ihr seht, da tut man sich tatsächlich schwierig, wirklich viel zu finden. Außer halt, dass er sehr teuer ist, vor allem wenn man das perfekte oder das bestmögliche Equipment auf ihm haben möchte. Hier muss ich aber auch nochmal betonen, selbst wenn Blade nicht das beste Equipment hat, hat er immer noch den besten DPS im Game. Erst wenn du wirklich deutlich unterm besten Equipment bist, also zum Beispiel mit 2 Hernes Swords, was jetzt momentan die schlechtestmöglichsten High-Level-Items wären für ihn, dann sind andere DPS deutlich besser als er oder wirklich besser als er, aber ja, muss man auf jeden Fall erwähnen, Blade ist definitiv nicht günstig, das ist keine Frage. Größter Nachteil ist einfach, dass er 2 Waffen braucht und eben dadurch, dass Blade 2 Waffen braucht, ist er eben so teuer, weil die Nachfrage am Markt halt immer doppelt so hoch ist wie bei allen anderen Klassen. Selbst wenn Blade nicht mal am meisten gespielt wird, braucht jeder Blade 2 Waffen und dadurch wird die Nachfrage halt einfach künstlich, oder was heißt künstlich, aber einfach sehr hoch gehalten. Ja, dann Knight hat einen sehr guten DPS. Ebenfalls Element plus 1 reicht. Er hat viele Waffen, daher ist er, ich habe es jetzt hier in Anführungszeichen geschrieben, günstig. Und er hat Call of Fury, habe ich jetzt hier noch dazu geschrieben. Ist für viele jetzt wahrscheinlich kein Grund, Knight zu spielen. Aber muss man schon auch mal sagen, ist ein cooler Skill. Damit kann Knight als einzige Klasse im Spiel jederzeit instant die Agro von unbegrenzt vielen Zielen changen. Natürlich, wenn du jetzt einen DPS-Charakter spielst, einen DPS-Knight, dann bringt dir das nicht viel, dann change du die Agro und stirbst selber dann, wenn deine M oder so davon läuft und da sind 5 Agros oder ein Boss oder ein Giant oder was auch immer, den du selber nicht tanken kannst. Aber es ist schon ein Skill, finde ich, den man definitiv highlighten muss, weil es einzigartig ist in Flyve. Keine einzige andere Klasse im Spiel kann einfach so mit einem Tastendruck sofort die Agro von unbegrenzt vielen Monstern changen. Meiner Meinung nach schon ein großer Vorteil. Die Nachteile wären hier nicht sehr mobil. Im Gegensatz zu Blade hat Knight kein Rending Entry und Knight hat auch keinen Skill, der ihn schneller macht oder sonst irgendwie. Also Knight ist schon sehr... Also ich habe immer das Gefühl, dass Knight sehr lahmarschig ist. Und das liegt nicht an der Two-Hand-Waffe oder so, das hat damit nichts mit der Laufgeschwindigkeit zu tun. Er hat einfach keinen Skill, der ihn irgendwie schneller oder besser ausweichen lässt oder keine Ahnung. Ist halt ziemlich blöd. Und dann, was man bei Knight immer wieder hört, ist der Nachteil von Sword Cross. Knight profitiert als einzige Klasse nicht so stark von HC wie alle anderen, weil Sword Cross und HC nicht zeitgleich triggern können. Das heißt, es gibt dann immer eine Verzögerung und dadurch wirkt sich das also nicht negativ auf den DPS aus. Also mit HC macht man trotzdem mehr Schaden. Aber die Schadenssteigerung durch HC ist bei Knight niedriger als bei allen anderen Klassen. Sei es auch nicht extrem viel, aber es ist schon definitiv auch ein Nachteil, muss man einfach sagen. Hindert nichts daran, dass er trotzdem sehr guten DPS macht, aber muss man auf jeden Fall erwähnen. Für viele, die es vielleicht nicht wissen. Und nochmal zu dem Thema, viele Waffen daher in Anführungszeichen günstig. Das in Anführungszeichen bezieht sich halt darauf, ich persönlich finde halt, vor allem jetzt im Hinblick auf FEC, ist es halt ein begrenzter Vorteil, weil Sagas Crystal Waffen sind deutlich seltener und deutlich teurer als alle anderen Waffen im Spiel.
Und Knight hat halt eine sehr große Auswahl an Waffen. Einerseits dadurch, dass man ihn Schwert und Schild und Two-Hand spielen kann. Es gibt 4 Two-Hand-Waffen für Knight im High-Level, also 150-Plus-Bereich. Und es gibt 2 One-Hand-Waffen, also das Lusakas Crystal Sword One-Hand, Hernes Sword One-Hand, Hernes Big Axe, Hernes Big Sword und Lusakas Crystal Big Sword Big Axe. Das hat 6 Waffen letztendlich, aus denen man theoretisch wählen könnte. Dadurch ist es, selbst wenn alle Knight spielen würden, immer noch gar nicht so, dass er extrem teuer wäre im Endeffekt, weil es so viele verschiedene Waffen gibt. Allerdings finde ich halt, ist der Vorteil vom FEC oder der Grund für den FEC ist ja eigentlich, sich dort ein sehr gutes Equipment zu erspielen. Und ich finde halt, irgendwie viele Waffen willst du halt trotzdem gar nicht haben. Ich meine, was will ich mit einer Hernes Big Axe, wenn ich auf FEC spiele? Die kostet auf Borodeng 200 Mio oder so oder wenige 100 Mio. Dafür müsste ich jetzt nicht den FEC spielen. Und die Crystal-Waffen werden halt vermutlich schon eher teuer sein. Also jetzt nicht die teuersten, keine Frage, also wird er im Mittelfeld liegen. Aber geschenkt bekommt man die auf jeden Fall nicht. Und andere Klassen werden vermutlich auch sogar günstiger sein. Nicht alle natürlich, aber ja. Außerdem ist Knight auch sehr beliebt gewesen beim letzten FEC. Wenn dieser Trend sich fortsetzt, dass Knight so beliebt ist, also er ist generell extrem beliebt momentan, könnte sich das auch negativ auf die Preise auswirken, im Sinne von, dass halt vor allem die teuersten Waffen, die seltensten Waffen, durchaus trotzdem nicht günstig sind und halt die anderen Optionen günstiger sind, aber die beste Option halt eben nicht. Dann Bill Poster, ebenfalls sehr guter DPS, ist im Endeffekt mit Knight so, Bill Poster macht mehr Schaden bei Dauer-HC und Knight macht mehr Schaden, wenn gar nicht HC'd wird. Also Bill Poster und Knight sind, je nachdem wie man es vergleicht, entweder Zweiter oder Dritter im DPS-Ranking, also beide auf jeden Fall sehr guter DPS. Bill Poster hat noch den Vorteil, als einzige andere DPS-Klasse, dass er ähnlich wie Blade eine in Anführungszeichen zweite Waffe hat. Er hat halt ein Schild, das Lusakas Crystal Shield wäre das im Endgame, was ihm einerseits den Vorteil verschafft, eben, wie gesagt, in Anführungszeichen eine zweite Waffe. Der andere Vorteil ist halt, dass er halt den Schildbonus auch nutzen kann, zum Beispiel 15% Blockrate auf sein Schild erwecken kann, wodurch er auch relativ coole Stats sich noch nebenbei angeln kann, die andere Klassen nicht kriegen. Aber hängt halt stark von der Erweckung ab, deswegen habe ich es jetzt mit der Blockrate auch beim Jester nicht mehr erwähnt, weil du kannst ja auch eine andere Erweckung haben als Schild, also als Blocken. Außerdem ist er verhältnismäßig günstig dafür, dass er so einen guten DPS macht. Das liegt daran, dass er nicht allzu beliebt ist und viele spielen BP tatsächlich eher wegen PvP, also PvP. BP spielt noch eine große Rolle. Deswegen ist sein PvE relativ günstig dafür, dass er so einen guten Damage macht. Und er hat halt Stonehand. Für mich persönlich kein riesiger Vorteil, aber viele feiern es immer noch sehr krass, also habe ich es mal mit aufgenommen. Ja, einer der größten Nachteile auch hier wieder, er ist nicht sehr mobil. Ähnlich wie Knight, er hat keinen einzigen Skill, der ihn irgendwie schneller abhauen lässt, instant wegjumpen lässt, wie Running Entry. Ja, ist einfach so. Und Element plus 10 ist notwendig, das heißt auch hier wieder zusätzliche Kosten. Vor allem im Late Game, wenn man dann wirklich Element plus 10 auf der Waffe hat, muss man halt immer Element Change benutzen, was halt deutlich teurer ist, als wenn man immer nur Element plus 1 machen müsste. Dann Ringmaster habe ich jetzt hier mal aufgenommen, aber ich glaube, für Ringmaster braucht keiner einen Grund, weil es sowieso jeder einen Ringmaster haben wird. Also ich finde Ringmaster, also Gründe für Ringmaster sind irgendwie so, ja, fast schon unnötig, weil jeder hat einen Ringmaster. Also es ist eigentlich relativ egal, was für Ringmaster spricht, weil sowieso jeder einen hat. Heal, Prevention, kein Element nötig, sehr guter AOE-DPS. Ja, braucht man, glaube ich, nichts großartig zu sagen. Nachteile, kein guter 1v1-DPS und natürlich ein Ringmaster, weil er ein Magier ist, wird immer besser, je mehr Cast-Time er hat. Also ist halt immer von Cast abhängig. Ja, Prevention könnte man übrigens auch als Billposter Vorteil listen. Allerdings ist es schon relativ nervig, wenn man sich auf Prevention verlässt als Billposter, vor allem 1v1. Da einfach es so ist, dass du es halt immer wieder rebuffen müsstest und dafür müsstest du immer auf den Stick wechseln. Prevention rebuffen, also beim normalen Leveln. So im normalen Alltag, vor allem als Nicht-AOE-BP, würde ich es jetzt tatsächlich gar nicht so sehr als Vorteil sehen. Man kann es natürlich nutzen, aber na, hält sich in Grenzen, meiner Meinung nach. Dann, schon wieder fast ein bisschen zu weit gesprungen. Elementor haben wir hier noch mit Blinkpool. Ist natürlich ein riesiger Vorteil. Blinkpool, erstens skaliert es mit Cast-Time, oder was heißt skaliert mit Cast-Time, aber je mehr Cast-Time du hast, desto schneller wird es ausgeführt, wie bei jedem Skill als Magier. Vor allem im Late-Game natürlich einer der besten Skills im Spiel. Was Mobilität angeht, Element plus 1 reicht bei Elementor, ebenfalls wie bei Blade und Knight. Wasser plus 1 verstärkt alle Wasserskills, Feuer plus 1 verstärkt alle Feuerskills und so weiter. Also es ist relativ einfach eigentlich zu verstehen, das Prinzip. Beste HNR-Klasse im Spiel, also ich denke, da würde niemals jemand widersprechen. Und er macht natürlich auch einen sehr guten AOE-DPS.
Nachteile auch hier, kein guter 1v1 DPS und er ist von Cast-Time abhängig. Je mehr Cast-Time du als Elementor hast, bis 200%. 200% ist das Maximum übrigens. Mehr als 200% kann man nicht haben. Desto besser wird er. Und je weniger Cast-Time du hast, desto schlechter ist er halt. Also schlecht in Anführungszeichen. Ich meine, natürlich auf Level 120 oder so ist es tatsächlich unmöglich, 200% Cast-Time zu erreichen. Aber ja, ist halt einfach so ein Ding, dass je besser dein Equipment ist, je früher du die 200% Cast-Time erreichst, desto besser ist es. Ja, und bei Psykeeper ist es dann eigentlich relativ ähnlich. Psykeeper braucht überhaupt kein Element. Ebenfalls Blinkpool. Gravity Well als relativ einzigartiger Skill kann man sehr gut einsetzen, wenn man damit umgehen kann. Ist das tatsächlich ein Skill, der die ganze Klasse im Gameplay stark anheben kann. Ebenfalls sehr guter AOE-DPS und ebenfalls kein guter 1v1-DPS und ebenfalls von Cast-Time abhängig. Ja, bei Psykeeper, Elementor und Ringmaster ist halt einfach so, also immer wenn man darüber redet, gibt es auch vielleicht den einen oder anderen, der dann aus der letzten Reihe ruft, ja, aber ich kann ja trotzdem Giants und Kriton mit einem Psy oder mit einem Elle töten. Und das stimmt, ich kann auch Red Meteor mit einem Elle töten, heißt aber nicht, dass ich es machen sollte, weil alle anderen machen mehr Schaden. Also, wenn ich jemals die Wahl habe zwischen einem Blade versus Red Meteor oder einem Blade gegen Kriton und einem Psy gegen Kriton, warum zur Hölle sollte ich mich jemals für den Psy entscheiden, wenn der Blade einfach literally 3-mal so viel Schaden macht? Es ergibt einfach keinen Sinn. Nur weil etwas möglich ist, heißt das nicht, dass man es auch tun sollte. Und Tatsache ist einfach, dass Magier keinen guten 1v1-DPS haben. Außerdem finde ich persönlich Magier auch extrem nervig, da du zwar mittlerweile eine Taste gedrückt halten kannst, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den DPS-Skill vom Psy oder vom Elle oder whatever, auf die Taste 1 legen würde, kann ich die zwar mittlerweile gedrückt halten. Das heißt, ich muss nicht mehr wie ein Bekloppter da sitzen und die ganze Zeit die 1 spammen, wie so ein Vollidiot. Das mag sein, aber ich finde es trotzdem immer noch nervig, weil bei einem Blade kann ich einfach doppelklicken, der Blade greift automatisch an und dann kann ich auf den RM wechseln und H10 zum Beispiel. Und wie soll das beim Magier funktionieren? Ohne die Spielregeln zu brechen? Eigentlich unmöglich. Also außer man hat noch eine zweite Tastatur oder zweites Gerät oder so neben sich liegen, aber... Und es ist auch einfach nervig, also unabhängig davon, es ist auch einfach sau nervig. Also ich finde persönlich, wenn man jemals die Wahl hat, sollte man sich für 1v1 DPS niemals für einen Magier entscheiden. Vollkommen egal, was theoretisch möglich sein sollte oder was geht. Es geht ja einfach nur darum, ob es sinnvoll ist und meiner Meinung nach ist es das definitiv nicht. So, das war mal ein kurzer Rundown eben von den größten Vor- und Nachteilen, wie gesagt. Ich bin jetzt nicht zu sehr ins Detail gegangen. Ich meine, man könnte theoretisch über jede Klasse ein einstündiges Video wahrscheinlich machen, was sie alles kann und macht, auch vor allem auch mit verschiedenen Levelbereichen und so. Aber das wird etwas zu ausführlich, das schaffen wir nicht mehr bis zum FEC. Und ich denke, die meisten Leute brauchen das auch gar nicht. Wie gesagt, das war jetzt einfach mal so ein Vergleich. Und viele fragen halt auch immer nach einem Ranking. Da kann ich nur auf mein DPS-Ranking-Video vergleichen. Wenn ich es nicht vergesse, poste ich es euch noch in die Kommentare, damit ihr nochmal einfach die Schadenszahlen seht mit dem aktuell besten Equipment im Spiel. Also auch einfach wenn man das mal schwarz auf weiß sieht, es heißt immer bester Schaden, schlechtester Schaden. Ja, aber wie viel Schaden ist das denn überhaupt, ne? Wie gesagt, verweise ich einfach nochmal auf das DPS-Ranking. Und genau, wählt eure Klasse. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, das sind jetzt halt natürlich alles die Vorteile der Klassen selbst, aber es gibt natürlich einfach Leute, die hassen Ranger, die hassen Jester, die hassen Psykeeper. Man sollte halt wirklich nichts spielen, was man eigentlich grundsätzlich nicht mag, nur weil irgendjemand sagt, dass das gut ist oder so. Man sollte trotzdem immer seine eigenen Präferenzen natürlich ausleben und einfach das spielen, auf das man Lust hat. Weil wenn euch eine Klasse keinen Spaß macht oder wenn ihr die Klasse kacke findet, dann ist es vollkommen egal, wie viel Schaden die macht oder sonst was. Dann werdet ihr zwangsläufig irgendwann aufhören zu spielen, weil euch die Klasse so anätzt, so nervt, dass ihr keine Lust mehr habt. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, spielt, was ihr wollt. Aber wer gar keinen Plan hat, hat jetzt hier, wie gesagt, ein paar Vor- und Nachteile bekommen. Und vielleicht damit die Entscheidungen fällt damit etwas leichter. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schaut gerne im Livestream vorbei. Ich bin jeden Tag live mit Flive auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.